Heute hat es bei uns geschneit und was passt da nicht Besseres dazu? Ein wunderbarer, schöner Schneemann. Auf Keramik oder überhaupt auf einem weißen Blatt ist natürlich ein Schneemann immer schwer darzustellen. Deswegen muss man mit der Farbe, mit der man einen Hintergrund malt, den Schneemann vormalen. Das habe ich hier mit dem Hellblau gemacht, weil ich finde, das Hellblau ist immer ein wunderschöner Ergänzung zum Schneemann. Das wirkt dann sehr, sehr winterlich, ne? Deswegen mache ich das dann immer sehr gerne mit dem Hellblau. Ihr seht, ich habe 3 Kugeln gemalt, wie man das beim Schneemann, wenn man den aus 3 Teilen macht. Und setze dem jetzt einen schwarzen Hut auf, habe ihm eine Möhre als Nase gemacht und versuche das jetzt mit dem Pinsel noch zu konturieren, also eine Kontur zu malen ringsherum. Dann male ich noch einen schönen Schal an. Und das Typische für einen Schneemann ist ja noch der Besen, die Kohlenknöpfe und ich male dann auch noch ein paar Stiefel ein. Und so ist der erste Schneemann gleich fertig. Ich finde, der ist sehr einfach zu malen, weil es ja nur diese 3 Kreise, die 3 verschiedenen sind mit ein bisschen Gesicht. Und das kann man wunderbar nachmalen, auch mit Kindern. Und jetzt kommt gleich noch eine zweite Version. Hier mache ich das ähnlich. Ich male mit der Farbe vor, mit der ich den Hintergrund malen möchte. Also man sollte bei Keramik nichts anderes machen, was man auf Papier oder so natürlich auch mit einem Bleistift oder mit einer anderen Farbe machen kann. Hier geht das nicht, weil das ist dann nicht mehr wegzumachen, diese Farben. Wenn ich da auf einmal auf dieser gesprühten Keramik male, kann man das nicht mehr wegwischen. Deswegen muss man mit der Farbe vormalen, mit der man den Hintergrund nachher später malen möchte. Ich wollte jetzt noch einen schönen Comic-Schneemann malen. Deswegen habe ich da jetzt nur 2 Kugeln genommen, also eine große, die den Bauch darstellt und einen, der den Kopf darstellt. Ringsherum wieder das schöne Hellblau als Hintergrund und dann habe ich ihm jetzt noch eine Mütze aufgesetzt und einen Schal und noch ein paar Handschuhe aufgesetzt, weil ein Schneemann braucht ja unbedingt Handschuhe, oder? Dieser Schneemann ist ein bisschen komplizierter, das kann man dann schon mit etwas größeren Kindern malen, die dann halt schon Hände malen können und diese Mütze und das Gesicht verfeinert malen können. Wenn ihr das seht, das ist ein bisschen, das ist nicht ganz so nur Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich, sondern hier braucht man ein bisschen Gefühl für diese Details, ne? Aber ansonsten ist, finde ich, ein Schneemann für das Üben zum Malen hervorragend geeignet. Also ich finde, das ist immer, damit sollte man anfangen. Wenn man malen möchte, lernen, sollte man mit einem Schneemann anfangen, weil das bringt einem zum Erfolg. Er sieht auch gleich, der ist auch so ruckzuck fertig, der ist dann gleich fertig, noch alles mit Kontur wieder ringsrum herum gemalt. Die Nase fehlt noch und der Mund und dann ist der Schneemännchen schon fertig. Hinten dran zeige ich noch, wie er gebrannt aussieht, wenn er dann glasiert ist und nochmal schön gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über ein Like, ein Abo und einen lieben Kommentar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.